Hallihallo, liebe Eltern und Kinder. Habt ihr die Lernlevel beim Programmieren mit der Maus schon durch? Wenn nicht, dann macht dieses Video keinen Sinn. Letztes Mal habe ich euch den theoretischen Überblick für den Einstieg gegeben. Einsteigen müsst ihr selbst. Also, husch husch, kommt zurück, wenn ihr zumindest die Lernlevel erledigt habt. Noch da? Super. Und, wie war's? Habt ihr schon ein eigenes Projekt anfangen können? Oder fehlen euch Ideen, die klein genug sind, um sie fertig zu kriegen? Dafür ist dieses Video. Klein und einfach. Mir ist es früher viel zu langweilig vorgekommen, zu kleine Ideen umzusetzen. Glaubt mir, noch viel langweiliger ist es, gar keine fertigen Projekte herzeigen zu können. Damit meine ich nicht verkaufsfertig, sondern spielbar. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Muttertags- oder Vatertagsgeschenkspiel, in dem der Spieler Blumen einsammelt und am Ende alles Gute sagt? Code wird sehr schnell sehr kompliziert, deswegen ist so ein kleines Projekt für den Anfang völlig ausreichend. Probiert es zuerst selbst und kommt dann zurück, um zu sehen, wie ich das gelöst habe. Fertig? Oder bereit für Tipps? Okay. Blumen sammeln. Also, wir haben den Code sowohl in den Blumen als auch im Elefanten. Der Code in den einzelnen Blumen schaut sehr, sehr ähnlich aus. Da habe ich eigentlich nur den Unterschied, ob es meine Variablen eingesammelt 1 für Blume 1, eingesammelt 2 für Blume 2 und eingesammelt 3 für Blume 3 ist. An den 3 Stellen, wo es vorkommt, ist es dann jeweils das. Wir schauen uns also eine Blume an und dann wissen wir, was in den anderen passiert. Wenn ich das Programm starte, will ich, dass die Blume sichtbar ist und sie sich merkt, dass sie noch nicht eingesammelt ist. Also eingesammelt 1 für Blume 1 auf 0 ist. Gut. Wenn die Blume bemerkt, dass der Elefant seine Position geändert hat, das ist ein Ereignis, das ich selbst angelegt habe, das definiert man auf neue Nachricht. Da gibt man dem Ganzen einen Namen, den man will, und den kann man dann eben in diesem Baustein auswählen. Also, wenn ich bemerke, dass der Elefant seine Position geändert hat, dann schaue ich nach, ob ich eingesammelt worden bin als Blume. Also, falls ich noch nicht eingesammelt bin und der Elefant berührt wird, also Weltall 2 heißt der als Name, dann bin ich eingesammelt. Das sind diese 3 Blöcke. Ich setze also meine eingesammelt Variable auf 1, damit ich weiß, dass ich nicht mehr eingesammelt werden kann. Ich verstecke mich und ich sende eingesammelt das Event aus, das ich auch selber angelegt habe. Das machen die alle genauso. Und der Elefant macht jetzt den ganzen Rest. Das heißt, einerseits, wenn das Programm gestartet wird, macht es eine Animation. Das heißt, ich warte ein bisschen, wechsle das Kostüm, warte wieder ein bisschen, wechsle das Kostüm und dann schaut es so aus. Was auch passieren soll, wenn ich das Programm starte, ist, dass er zum Mauszeiger gehen soll. Da gibt es beim Fühlen diese Mausposition. Beim Bewegen könnte ich theoretisch auch statt gehe zu Mauszeiger sagen. Ich habe jetzt gehe zu einer bestimmten Position gemacht und eben die Mauszeigerposition gewählt. Dann sende ich dieses Ereignis. Position geändert, damit die Blumen schauen können, sind sie eingesammelt worden oder nicht. Und das war's dann schon von der Bewegung her. Wenn die Blumen jetzt sagen, hallo, ich bin eingesammelt worden, dann spielen wir diesen Klang ab, damit man eine schöne Rückmeldung hat. Und falls alle 3 Blumen eingesammelt wurden, dann
sage ich eben zum Schluss vom Spiel alles Gute und tröte einmal. Das schaut jetzt komplizierter aus, als es ist. Ich habe da einfach, nachdem ich 3 Sachen vergleichen muss, aber die Operatoren immer nur 2 zulassen, muss ich das halt schachteln. Ich habe hier ein und, ich schaue, ist die Blume 1 eingesammelt, also größer 0, und sind Blume 2 und Blume 3 eingesammelt. Dann, und hier, das ist ein bisschen hackelig, also es ist nicht, wo die Mauszeiger ist, sondern diese Spitze am Rand. Da kann man das Ganze dann wieder einfügen. Also ist Blume 1 eingesammelt und Blume 2 eingesammelt und Blume 3 eingesammelt. Dann sage ich alles Gute, spiele den Klang trötet ab und habe das Programm quasi beendet. Dadurch, dass hier die Weilschleifen sind, beendet sich das Programm nicht, sondern macht die Animation immer weiter und folgt auch dem Mauszeiger weiterhin. Aber sonst, dadurch, dass die ganzen Blumen eingesammelt sind, kann nichts mehr passieren. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Also, sobald ich auf den klicke, folgt der Mauszeiger. Ein schöner Klang. Wenn ich nochmal hingehe, passiert nichts, weil es schon eingesammelt wurde. So, dann so. Jetzt schaut es natürlich ein bisschen blöd aus und wir wollen aber, wenn wir das Geschenk herzeigen, das Ganze schick machen, damit man schon mal weiß, bevor man auf Starten drückt, was überhaupt los ist. Das heißt, wir starten kurz, beenden wieder und hier drinnen können wir das Ganze herumziehen und dann schaut es schick aus und wir sind bereit zum Starten. So. Viel Spaß damit! Weitere Ideen. Andere kleine Projekte wären abgewandelte Einsammelspiele. Lasst zum Beispiel Äpfel oder Birnen runterfallen und man muss sie fangen, bevor sie am unteren Rand verschwinden. Da benutzt ihr statt der Y-Position des Mauszeigers eine fixe Zahl, damit ihr nur nach rechts und links gehen könnt. Erzeugt mit den Steuerungsbausteinen Klone, also Kopien eurer Früchte, bewegt sie bei einer zufälligen X-Position nach unten und prüft mit dem Fühlen-Baustein, wird Rand berührt, ob ihr die Kopie wieder löschen könnt. Das könnt ihr natürlich beim Blumensammelnspiel auch probieren und die einzelnen Blumen mit Klonen ersetzen. Dann braucht ihr euch nicht mehr merken, ob ihr die Blume eingesammelt habt, weil ihr Lösche diesen Klon verwenden könnt. Aber ihr werdet das, wenn ich als Klon entstehe, Ereignis brauchen und den Code etwas abwandeln müssen. Oder ihr dreht es um und lasst Bälle von rechts nach links fliegen, denen die Figur ausweichen muss. Da könnt ihr entweder die Figur an einer bestimmten X-Position am linken Rand nach oben und unten dem Mauszeiger folgen lassen, oder ihr versucht euch an einem richtigen Sprung. Die Maus hat dazu sogar eine fertige Animation. Außerdem könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Bälle auf bestimmten Höhenstufen werfen wollt. Hoch und niedrig zum Beispiel. Über die niedrigen Bälle muss man hüpfen, bei den hohen Bällen muss man stehen bleiben. Dazu macht ihr eine Zufallszahl von 0 bis 1, multipliziert sie mit dem gewünschten Abstand zwischen den Höhenstufen und zählt bei Bedarf noch etwas dazu oder zieht etwas ab, um die Höhe passend hinzubekommen. Der Sprung muss natürlich schnell genug anfangen, um ausweichen zu können, lang genug in der Luft sein, um nicht auf den Ball drauf zu hüpfen, und schnell genug landen, um beim nächsten hohen Ball wieder unten zu sein oder beim nächsten niedrigen Ball wieder ausweichen zu können. Die Geschwindigkeit der Bälle muss dazu passen und hat möglichst etwas Spielraum für Variation, zum Beispiel indem ihr sie zufällig zwischen einer Minimalgeschwindigkeit und einer Maximalgeschwindigkeit werft. Bevor ihr die Bälle am Rand verschwinden lasst, könnt ihr natürlich Punkte fürs erfolgreiche Ausweichen vergeben. Bei dieser Idee habt ihr schnell die Grundmechaniken gebaut und trotzdem schön viel Gelegenheit für Playtesting und Balancing
bis es wirklich funktioniert. Also nochmal zum Mitschreiben. Erstens, Bälle auf verschiedenen Höhen werfen. Zweitens, Maus ausweichen lassen. Drittens, Berührungen und Spielende erkennen. Viertens, so lange mit den Zahlen spielen, bis es Spaß macht. Schreibt gerne Fragen und Erfolge in die Kommentare. Wenn ihr wenig Bildschirmzeit habt, dann könnt ihr die Ideen auch malen und basteln, bevor ihr sie am Computer oder Tablet baut. Das nennt sich dann Paper Prototyping und ist ein wichtiges Werkzeug für Game Designer. Mit so einem Papierprototypen ist oft viel klarer, was ihr vorhabt, wie kompliziert die Idee ist und ob sie Spaß machen kann. Mit etwas Übung könnt ihr die Codebausteine vielleicht sogar schon auswendig und könnt Ideen schon als Code aufschreiben, wenn ihr noch nicht gleich an den Computer dürft. Viel Spaß beim Ausprobieren und danke fürs Reinschauen!